Herzlich willkommen bei Teach Me Senpai Spezial. Und ich bin die Nana. Und ich bin Chin. Und wir sind heute hier im Cinestar am Potsdamer Platz beim Sony Center. Genau, denn heute ist nämlich eine ganz besondere Premiere und zwar von dem Realfilm eines sehr bekannten Animes und Mangas mittlerweile. Den wir alle lieben. Den wir alle sehr lieben. Und zwar geht es um Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul spielt, wie der Name schon sagt, in Tokio. Neben den normalen Menschen gibt es Ghule, die sich von Menschenfleisch ernähren. Der Hauptcharakter Kaneki Ken verliebt sich in Rise, die sich als Ghoul herausstellt. Kaneki überlebt dieses Zusammentreffen, da ihm ihre Organe transplantiert werden. Dadurch wird er zum Halbghoul und Ziel der CCG, der Commission of Counter Ghoul, der Bundesbehörde, die sich um Verbrechen kümmern, die in Verbindung mit Ghoulen stehen. Hallo Herr Hagiwara, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und herzlich willkommen in Deutschland. Konnten Sie schon was sehen vom Land? そうですね、昨日の夜着いて、で今朝イーストギャラリーと戦争博物館に行ってきました。 Und hat Ihnen das gut gefallen? Haben Sie bisher einen guten Eindruck bekommen? 両方ともすごい気に入ったというか、すごく勉強になって面白かったです。その日本だと結構古いものをどんどん壊していって新しくなっていくので、その昔のものをああやって残して歴史を感じるのがあるのはすごいなと。Wir sind ja hier bei der Europapremiere für Tokyo Ghoul. Wie fühlt sich das an, dass der Film hier in Deutschland im Ausland so gute Resonanzen hat? なんていうんだろう、その日本の、文化としてそれがもし受け入れてくれているならすごくそれは嬉しいことだと思います。ただその最近やっぱどうしても昔の映画は受け入れられているけど新しい映画がなかなか受け入れられてない状況はすごく同じ日本の映画に携わる身として少しもっと頑張らなきゃいけないなとは思います。Wie sind Sie gerade auf Tokyo Ghoul gekommen als Realverfilmung? それは松竹の映画会社のプロデューサーがずっと彼が入社してから毎年毎年会社にプレゼンをしていたみたいで、でもなかなかうまくいかなくて、でその原作がどんどん売れ出してきて、でそこからやることになったんですけど、もともとはそのプロデューサーがやっぱり原作が大好きだったっていうのがあるみたいです。Jetzt, wo Tokyo Ghoul eine Realverfilmung ist, haben Sie versucht, sich mehr an dem Manga oder dem Anime zu orientieren oder haben Sie Ihren eigenen Stil da hineingebracht? この漫画の原作を映画化したいという話を聞いて、その原作の先生ともお会いしたので、アニメを全く見ずにその原作をどう実写に控えるかっていうことをすごく考えてやりました。それはすごくやっぱり忠実にやりました。Im Anime und im Manga, bei beiden, haben die Ghule ja so ganz spannende, interessante Verwandlungen. War das eine besondere Herausforderung, diese im Film umzusetzen? やっぱ漫画でもそこがすごく忠実に描かれてはなかったので、それが現実世界に置き換えた時にその見た目だけじゃなくて、例えば重さとか動き方とかスピードとかそういうことを考えるのはすごい、難しかったけど楽しかったですね。Was können die Fans erwarten, wenn sie sich den Film anschauen wollen? それはテーマ的なものを込められてるんですけど、それも見てもらえばいいと思うけど、なんだろうな。いやでもやっぱさっき言ったようにタイトルに東京ってついてる以上、その東京の若者っていうものをすごく一般的な若者っていうものを知ってほしくて世界の人も作ってみたので、なんかこれが金木君という特別な存在じゃなくて東京にいる普通の大学生の男の子だとして見てもらえたら、そこから今の東京が分かるようになるんじゃないのかなと思って。Könnten Sie uns versuchen, einmal Tokyo Ghoul mit einem Satz zu beschreiben? そうですね、すごくビジュアル的にも内面的にもすごく美しい映画というものを目指して作ったので、なんかそういうところを見ていただければいいなと思います。はい、Perfekt. Vielen, vielen lieben Dank. 本当にありがとうございました。インタビューすごくですか。ありがとう。Ja, hallo, wir sind ja jetzt hier bei der Europapremiere von Tokyo Ghoul. Stell dich doch am besten einmal vor und was du hier machst. Mein Name ist Yuta Maruyama.
Ich bin Japaner, hier in Deutschland aufgewachsen, bin zweisprachig aufgewachsen, deswegen war ich schon immer auf vielen verschiedenen Veranstaltungen als Übersetzer, als Moderator unterwegs und so kamen die Herrschaften auch auf mich diesmal und jetzt bin ich hier in Berlin. Schön. Wir sind hier bei dem Event von Tokyo Ghoul. Kennst du den Anime oder den Manga und wie findest du ihn? Also als Japaner kennt man das natürlich. Mit Manga und Anime wächst man natürlich auf und ich habe auch den Anime gesehen und fand den auch richtig cool. Und ich bin gespannt, was heute dann so gezeigt wird. Genau, das ist schon meine nächste Frage. Was erwartest du denn von dem Film? Glaubst du, das wird wie der Anime sehr daran gebunden sein oder was glaubst du, wird uns erwarten? Also von dem, was man so im Vorfeld gesehen und gehört hat, man hat ja schon den Trailer gesehen, glaube ich, glaube ich schon, dass es sehr am Original, also am Anime sich hält und sah schon echt sehr vielversprechend aus. Also ich glaube, das wird eine coole Nummer. Seid ihr bereit? Tokyo! 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 Dankeschön, ihr seid ein... Nach dem Film beantwortete Hagiwara-san noch einige Fragen und verriet uns, dass ein zweiter Teil gar nicht so unwahrscheinlich ist. Doch wie gefiel dem Publikum der Film? Ja, ich fand es extrem spannend, vor allen Dingen, weil ich eigentlich eher wegen den Schauspielern da bin, weil ich schon wusste, Kubota-san ist ein wahnsinnig genialer Schauspieler. Man kriegt natürlich durchs Fandom Tokyo Ghoul mit. Von daher dachte ich, okay, ich traue mich mal und schaue mir Kubota-san als Ghoul an und bin total verliebt. Dafür, dass es echt schwer ist umzusetzen, wirklich gut. Also vor allem das Kaguya und die King umzusetzen, war eine Herausforderung. Haben sie echt super gemeistert, ich bin echt begeistert. Ich fand ihn sehr interessant. Ich habe ja den Anime gesehen und was mir aufgefallen ist, sie haben sich extrem gut dran gehalten. Also ich habe den ewig lange nicht mehr gesehen, den Anime, aber ich konnte mich jetzt an fast jede Folge erinnern, wo das ungefähr gespielt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch eine Fortsetzung noch kommt. Was ich ein bisschen schade fand, aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, aber dass man da, ich habe den Namen von der Dame vergessen, die da am Anfang gestorben ist, die Organe da bekommen hat. Die Dame, wie hieß sie? Riese. Genau, dieser Konflikt zwischen ihm und ihr, das hätte man noch etwas ausreifen können, aber ansonsten fand ich den Film schon echt klasse. Interessant auf jeden Fall. Für mich war also das erste Mal, dass ich einen Realfilm gesehen habe. Also ich kenn den Anime nicht, kenne das Manga gar nicht. Und werde mir jetzt wahrscheinlich mal das Anime rein scannen. Aber bis jetzt fand ich ganz schön. Die Fortsetzung, bin ich mal darauf gespannt, wie es weitergeht. Mir wurde auch schon gesagt, dass ein paar Sachen weggelassen wurden. Das ist ja meistens so. Vielleicht kann ich sie sozusagen danach holen, wenn ich den Anime schaue, aber bis jetzt ganz gut und lass mich weiter überraschen. Ich bin super positiv überrascht. Ich kenne andere Anime-Verfilmungen, die schon ein bisschen älter sind und habe da nicht so viel erwartet. Aber boah, super, unglaublich. Die Story kannten wir ja alle, aber wie das filmisch umgesetzt war, super. Ist ja gerade schwierig, so die Emotionen von Anime-Figuren vielleicht auf so Real-Life-Act zu übertragen. Und deswegen, ja, haben sie ganz gut gemacht. Ja, das war das Tokyo Ghoul Event. Vielen, vielen lieben Dank an Temrock, PR und Promotion und an Kasi, dass wir hier sein durften. Ja, wie fandest du den Film denn, Nana? Ich bin total ausgelaugt. Emotional, ich möchte nicht spoilern, aber es war doch ein emotionaler Rollercoaster und es hat echt unglaublich Spaß gemacht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn euch unbedingt an und bitte schaut ihn euch auch legal an. You know what I mean? Auf jeden Fall, ja, ich fand ihn auch super und ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, oder? Aber sicher. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.